Ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr da seid. Hi Ben, hallo Fuzio, hallo Capone Gaming und auf YouTube Sven Schroth und auch ein herzliches Willkommen an alle, die anwesend sind, aber wohl ein wenig schüchtern sind und noch nicht geschrieben haben. Euch allen wünsche ich einen schönen Nachmittag und ja, gut Loot. Ich bin sehr gespannt. Heute oder nachher der zweite Livestream von Bungie und erwartungsgemäß wird es sich um den Loot drehen, den wir im neuen Mode Onslaught bekommen können. Und Fuzio, definitiv hört es sich wie ein Nachrichtensprecher an. Sowas geht gedacht. Hi Psychokeks, mein Lieber. Hi. Ja, einen guten Hunger, Genie. Lass es dir schmecken. Muss ich mir nachher sagen, was es gibt oder gab. Ne? Lass mir das übrig. Ich habe Hunger. Ich habe heute kaum was gegessen. Ah ja, ey. Mega Hunger habe ich. So. Also, hi Sebastian Steifer. Der Stream, der geht erst um 18 Uhr los. Ich dachte, wir machen hier eine kleine Pre-Show. Naja, gut. Wir schwätzen einfach miteinander. Show ist so. Ein bisschen übertrieben. Oh, was gibt's? Bestellt. Ich krieg heute Abend nach dem Stream noch Pizza. Also freue ich mich auch drauf. Grüße gehen zurück, Sven. Hi, Christian. Wie geht's dir? So. Also, ich denke mal, ihr wart wahrscheinlich, oder die meisten von euch werden wissen, was Sache ist. Und zwar am 9. April, oder? 9. April ist es, warte mal. Ja, 9. April kommt die neue Aktivität oder das kostenlose Update von Bungie mit der Aktivität Outbreak. Das ist so eine Art Tower Defense. Und ich persönlich freue mich sehr drauf. Also es ist nicht so, dass ich sage, boah, krasses Ding, übelst geil oder so. Aber sind wir mal ehrlich, es ist kostenlos. Zusätzlicher Inhalt mit in Anführungszeichen neuen Loot. Ich befürchte, wir kriegen zwar nur aufgewärmten Loot, aber ja, vielleicht ist auch was Neues dabei. Mal schauen. Ja. Also, ich habe keine Ahnung, was Chochos sind, aber ich nehme den Milchshake, okay? Vanille, oder? Ich hoffe Vanille. Nachher, wenn Bungie den Stream live hat, dann schicke ich den Link oder den markiere ich dann auch bei mir, pinne ich an, hier auf Twitch. Und da dann einfach den nebenbei laufen lassen. Der Ton kann aus sein und dann sammelt man Punkte oder Zeit und du brauchst 1 Stunde, die du zugeschaut hast fürs erste Emblem und 3 Stunden sind es fürs darauffolgende Emblem. Die Sahne weglassen. Aber der Rest nehme ich. Definitiv. Dankeschön. Also, ich freue mich auf den Vanille Shake. Dankeschön, Genie. Ja, genau. Okay. Ja, ich war eigentlich erzählen von dem, was uns heute hier erwartet. Genau, auf Deutsch heißt der Modus Ansturm. Nein, Sahne, nein. Sahne ist mies. Hat nur Kalorien, ohne dass es was bringt. Ja, ich weiß, es gibt die Leute, die mögen Sahne. Ich gehöre zu denen, die Sahne tatsächlich eher nicht brauchen. Überall, wo ich die Wahl habe, lasse ich sie weg. Ich weiß. Außer auf einer Kirsche. Zu Recht, gönn's dir. Ich wünsche dir Mahlzeit. Ja, also, ciao. Hast du, Psychogeeks, hast du bei Bungie den Livestream geschaut und hast du dein Twitch-Konto mit dem Bungie-Konto verbunden? Musik leiser, ja klar.
Schaut mal. Besser? Ja, hier. Jetzt hört ihr mich besser. Oh, was ist jetzt los? Also, Psychokeks. Wie schaut's aus? Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Wir gehen zu Bungie. Gucken mal, ob der Stream schon offen ist. Bungie. Ne, okay. Der Stream ist noch nicht live. Das dauert also noch. Und was sie jetzt gesagt haben, sie lassen den Stream heute länger laufen. Ja gut, du musst Twitch und Bungie-Konto miteinander verbinden, sonst funktioniert das nicht. Und was sie aber gesagt haben, die lassen, selbst wenn der Stream schon aus ist, lassen sie es auf Twitch noch live, weil sie es irgendwie verkackt haben und statt 30 Minuten und 2 Stunden zuschauen, haben sie 1 Stunde und 3 Stunden zuschauen. Und sonst wäre es eigentlich schwierig, die Zeit zu bekommen für die Embleme. Und deswegen haben sie gesagt, die Streams laufen auch danach noch weiter. Also ich denke, es wird auch jetzt noch möglich sein, beide Embleme zu bekommen. Aber verbindet eure Accounts. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. Bungie. Warte, nein. Twitch mit Bungie verbinden. Ah, guck mal. Ja, ja. Warte. Die Seite, um die Konten zu verbinden. Ja, was für. Ist natürlich super. Ich guck mal gerade, ob ich es vielleicht trotzdem schon mal finde. Hier. Schaut mal, hier wird alles erklärt. Ich schicke es euch mal ganz kurz rein. Einmal. Für die, ich meine, ja, ihr seid auf YouTube, aber wer weiß, vielleicht wollt ihr dennoch euch das Emblem sichern. Und dann haben wir hier den Link dafür. Kommt drauf an, wie groß man ist. Es ist nicht viel, aber es ist auch noch nicht ungesund. Würde ich behaupten. Aber, ich meine, persönliche Meinung. Wenn ich so viel wiegen würde, dann wäre es ungesund. Definitiv. Fab, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Ich wünsche dir viel Freude im Stream. Schön, dass du da bist. Genau, die Links sind drin. Und ich würde jetzt sagen, ich mache schon mal die Nachricht, die angepinnt ist. So. Das mache ich jetzt. Pinne ich das an, was man für die Embleme machen müsste. Euren Bungie-Account mit eurem Twitch-Account verbinden. Und so, okay. Fürs Verbinden der Accounts. Okay, hier. Dann pinnen das erstmal. Ah, ja, genau. Danke. Danke einfach für gar nichts, wirklich. Das ist so. Okay. Wie groß bist du, Fozio? Fauzio.
Sag mal, V oder Fo? V. Wie würdest du, oder wie sprichst du deinen Namen aus? Damit ich das jetzt richtig sage im Laufe des Streams. Shadow Weaver, vielen, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen im Stream, schön, dass du da bist. Warum ist eigentlich... Das habe ich auch gemeint, Genie. Okay, also. Die Seite ist gerade offline, ja. Natürlich. Weil jetzt alle sich anmelden wollen. Okay, also, schauen wir mal, was hatten die eigentlich im Twab geschrieben, oder Twit geschrieben? Genau, also ganz klar, wir haben hier die feindlichen Wellen, die wir abhalten müssen. Soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, haben wir entweder 10 Wellen gehabt oder 50 Wellen für einen höheren Schwierigkeitsgrad und dauert dann noch länger. Das ist schon mal gut, dass es einen kurzen Modus sozusagen gibt. 10 Wellen. Ich frage mich natürlich, 10 Wellen, das war schon extrem... Wie soll ich sagen? Es sah sehr einfach aus und dementsprechend langweilig. Aber 10 Wellen auf Legendär, vielleicht wäre das eine Idee. Müssen uns überraschen lassen, was da alles noch kommt. Wie gesagt, ich hoffe, dass der Schwierigkeitsgrad einfach stimmt und die Anzahl der Gegner. Dann könnte der Modus lustig sein. Und was mir einfach gefällt hier, dass man hier die Upgrades kaufen kann, dass du auch selber halt, bevor du in den Modus überhaupt reingehst, dass du hier sagen kannst, ich tue bestimmte Modifikatoren anmachen und so. Das finde ich eigentlich cool. Das macht es ein bisschen individueller. Und ja, bin gespannt. Bin gespannt. So. Die Seite ist gerade... Ja gut, Capone, muss man sagen, ich glaube, es werden jetzt halt extrem viele auf die Seite zugreifen wollen. Von dem her bin ich mal so und sag, dass Bungie da ein bisschen vielleicht nicht wirklich was dafür kann, weil ja, die werden jetzt nicht die Serverkapazitäten für die Seite erhöhen, nur weil hier irgendetwas gerade ist. Ich meine, ist ja eine einmalige Sache. Da wollen wir mal nicht so sein. Wollen wir ein Auge zudrücken, okay? Auge zu. So, mal eine Frage. Schauen wir jetzt schon genau. Ach, die Seite ist down wegen Wartungsarbeiten. Ja, das ist natürlich scheiße. Ja, nicht so klug. Okay. Das ist tatsächlich ein bisschen unklüger, weil... Ja, wobei andererseits... Können die das beeinflussen? Was ich von Marathon halte... Ich fand den Trailer damals cool. Und jetzt haben wir ja erfahren, dass Marathon nochmal eine neue Richtung bekommt. Sie haben auch einen neuen Director, Chef, bekommen. Ich weiß es nicht. Man weiß davon einfach zu wenig. Man hat kein echtes Gameplay gesehen. Oh, ich wurde gebottet. Ja, was für eine Freude. Hallo Bots. Schön, dass ihr da seid. Ich mache mal ganz kurz die Alert aus. Das habe ich ist schon lange nicht mehr passiert, dass ich gebottet wurde. Meine Güte. War der Stream heute? Der Stream ist heute. Nicht war heute, sondern ist heute. Chaos Ichi. Was hast du gerade gefunden? Das Game Marathon meinst du? Achso, von 2013. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Warte. Hi, Matthäus. Servus. Marathon, also in 2013 war noch nicht bekannt, dass Marathon von Bungie neu entwickelt wird. Oder wie meinst du das? Ich bin jetzt verwirrt. Musst du mir erklären, was du meinst? Sehr gerne, Kausici. Und jetzt bin ich mir gerade nicht sicher. Matthäus, herzlich willkommen hier im Stream. Schön, dass du da bist.
Nee, du kannst keine Links schicken, Bliss. Links im Stream gehen nicht. Tatsächlich. Und ich kann den jetzt auch gar nicht... Nee. Ich habe ja auch keine Möglichkeit, den anzuzeigen. Tut mir leid. Ich suche gerade was. Und dann nochmal. Okay, und worum geht's da, Bliss? Ach komm! Schon wieder. Ist das zum Kotzen? Wer von euch Spaßvögeln hatte die Idee? Du bist gespannt auf ins Light. Auf Into the Light. Ins Licht. Hast du den Stream von letzter Woche gesehen, Christopher? Okay. Mein Gott. Eine riesen Party hier. Wie du die Warlocks, Solar und Arcus super freischaltest. Wird ja eigentlich am Anfang gezeigt. Das ist eine gute Frage, weil ich habe nie den Free-to-Play-Account gespielt. Kurze Frage an den Chat. Vielleicht könnt ihr helfen. Der Stefan fragt, wie man als Free-to-Play-Player, Spieler, die anderen super freischaltet. Man fängt ja mit Void an. Wie kriegt man die anderen? Hallo Angel, wie geht's dir, meine Liebe? So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Also ich gebe das mal. Ja gut, Bliss, das ist ja, was du hier meinst, ist einfach storymäßig von alten Marathon-Spiel. Da diskutieren die über die Story und wie es endet, so wie ich das jetzt gerade sehe. Also, das gucken wir uns. Stefan. Chat sagt bei Ikora. Ah, Gothkiss. Bist du auch hier auf YouTube? Ja, dankeschön. Angel. Okay, warte mal. Ja, also. Ja. Ich habe schon, ja, Bots schon eine Weile leider. Ich habe heute ganz viele neue Follower. Das ist ja ein Wahnsinnsstream. Hi Goblin, wie geht's dir? Schau mal ganz kurz. Ja. Jetzt schon 62 Follower. Das ist doch mal was, oder? 62 Follower in so kurzer Zeit. Hi Daug, Savina. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Gell? Ben, finde ich auch. Richtig erfolgreich heute. Die Quest hängt. Kann ich jetzt natürlich nicht sagen, ohne es zu sehen. Oh, das scheint ein echter Follower zu sein. John Hayden, vielen Dank für deinen Follow. Jetzt ist willkommen hier im Stream. Schön, dass du da bist. Neben all den Bots. Dankeschön.
Hey 1040, wie geht's dir? Also, genau. Das sind übrigens die beiden Embleme, die ihr bekommen könnt. Hier für 1 Stunde, dafür 3 Stunden zuschauen. Alle, die jetzt noch nicht zugeschaut haben in der letzten Woche, es müsste möglich sein, dass ihr beide noch bekommt, sofern ihr euren Twitch-Account mit eurem Bungie-Account, verknüpft habt. Und dann nachher ab 18 Uhr das Ganze laufen lasst. So, Goblin, dir scheint die Sonne aus dem Arsch. Okay. Wieso? Was hat denn die Sonne gemacht, dass sie plötzlich da drin ist? Die arme Sonne. Chiller! Hi, servus. Transformus. Cooler Name, Transformus. Und Xavina, freut mich, dass es dir gut geht. Und die Bot-Runde geht weiter. Ja, hallihallo, Bots. Grüße gehen zurück nach Ägypten. Shindio. Was machst du in Ägypten? Urlaub? Wow, da ist es jetzt schön warm, würde ich mal behaupten. Das Rätsel von der Collectors Edition? Also welches Rätsel meinst du, Fab? Passt soweit, sagst du 1040? Sehr gut, wäre noch besser gewesen, aber immerhin passt's. Ja, Bots, Sansu, tut mir leid. Aber leider kann ich gegen Bots nichts machen. Ist ein bisschen, naja, ist so. Sehr schön, Goblin, das freut mich für dich. Und ich hoffe, es geht so positiv weiter, gell? Sehr, sehr schön. So. Einen Moment, gucken wir mal. Ja, ich bin auch gespannt, aber ich befürchte, es gibt halt aufgewärmten Loot. Ich meine, da es kein kostenpflichtiges Update ist, nehme ich es mit, aber ich würde mir wünschen, dass vielleicht das ein oder andere dass das ein oder andere Neue dabei wäre. Und Goblin, was meinst du mit dem Emblem? Also ja, ich habe, dass du bei 97% bist, oder wie meinst du? So, Transfromus69, vielen Dank für deinen Follow auf Twitch. Herzlich willkommen hier. Sehr schön, Dankeschön. Und die Bot-Runde geht weiter. Ja, Mai. Und da muss mich heute jemand ganz arg lieb haben, oder? 10:40 im Feierabendverkehr. Wie lange brauchst du noch? Der Stream startet um 18 Uhr. Ich wollte nur vorher mit euch schon ein bisschen quatschen. Die zählen erstmal, bis sie dann von Twitch gelöscht werden, aber auf die Follower verzichte ich gern tatsächlich. Tut mir leid. Jetzt habe ich, warte mal, gucken wir mal, wie viel habe ich heute schon gemacht? Was? Warum zählt es nicht? Stream-Übersicht, komm. Ist ja mies. Das zählt mir die Follower. 104 Follower. Schaut euch das an. Wahnsinn. 20 Minuten? Da komme ich ja genau rechtzeitig, 10:40. Naja, okay. Also Goblin, erstens, wir haben auch heute noch einen Stream und nächste Woche. Und zweitens, das habe ich vorhin gesagt, aber warst du, glaube ich, noch nicht da. Bungie lässt die Streams länger laufen heute und morgen. Genau, die lassen die Streams länger laufen, damit alle die Möglichkeit haben, die Embleme zu bekommen. Ja, nee, Govkis will ich tatsächlich nicht, weil
Es kommen ja hier auch echte neue Leute rein und sonst könnten die hier nicht teilnehmen. Das möchte ich nicht unterbinden. Das ist mir... komm, die Bots, was juckt es mich jetzt? Es schadet mir in dem Sinne nicht. Es ist ein bisschen lächerlich, aber wenn jemand seinen Spaß hat, dann sei es ihm gegönnt. Ey, Fehlermeldung. Vielen, vielen Dank für dein Follow. Jetzt kommt die nächste Botrunde. Also genau rechtzeitig vor der nächsten Botrunde. Ein herzliches Willkommen, Fehlermeldung. Schön, dass du hier bist. Justin, du sagst, um 17:30 Uhr startet der Bungie den Stream. Starten die den auch früher? Das könnte vielleicht sein. Gucken wir mal ganz kurz. Wie sieht es aus? Bungie. Gucken wir mal. Dass ich schon mal reingehe. Ah, okay. Noch kein Stream. Aber warten wir mal ab. Wird bestimmt gleich so sein. Fehlermeldung, wie es mir geht, ist sehr gut. Und dir? Ich hoffe, du bist fit. Ich hoffe, du hast Bock. Und ein wenig, wie soll man sagen, ein wenig Optimismus, was Bungie uns dann hier an Loot bieten wird für dieses kostenlose kleine Update. Stand im Internet? Okay. Ja, ich werde es gleich sehen. Thomas Witt, servus, hi, wie geht's dir? Live? Nein. Bungie ist bei mir noch nicht live, oder? Nee, Bungie ist noch nicht live bei mir. Sehr schön, sehr schön. Entspannt von der Arbeit. Ah, warte, ich muss die ganzen Bots wieder skippen, die Alerts. Damit da nichts mehr kommt. Sonst ist es immer so hässlich im Bild hängt. Ah, ja, es geht noch immer. Hier, skippen, skip. Bitte skippen. So. Mal eine Frage, was gibt's denn bei euch heute zum Essen? Wie schaut's denn bei euch aus? Goblin, bei was hilft Google nicht? Ich hab's dir doch gerade erklärt. Deine 97%? Oh mein Gott. Stefan Wiegel, das freut mich sehr. Freut mich sehr. Auch wenn es wahrscheinlich ältere Builds sind, weil ich ja tatsächlich in letzter Zeit gar keine neuen Builds hochgeladen habe. Ich glaube, der letzte war im Dezember, als die Season angefangen hat, hatte ich 2 hochgeladen. Momentan ist es da ein bisschen ruhiger geworden. Aber irgendwo auch verständlich. Nee, Dragon's Dogma spiele ich jetzt nicht, Sansu. Geht ja nicht. Kann ja schlecht jetzt Dragon's Dogma spielen, wenn wir gleich den Stream schauen. Wobei... Soll ich noch ein paar Minuten Dragon's Dogma reinspielen? Chat, die Frage. Soll ich noch für ein paar Minuten Dragon's Dogma reinmachen oder wollen wir nur quatschen, bis es losgeht? Ace, hi. Noch voll in der Dragon's Dogma Sucht, hä? Hi, Oji-san, servus. Ja, Chaos Itchy, also neuen Modus bringen sie ja tatsächlich, der in Anführungszeichen völlig neu ist. Aber ich glaube halt, dass waffentechnisch wird da nicht so viel Neues sein. Gönn dir. Destiny 2 werde ich gerade nicht spielen können, aber Dragon's Dogma kann ich spielen, weil Destiny ist ja gerade offline. Fehlermeldung. Und die nächste Runde. Ah ja, ach meine Güte. Warte. Boah, ich will nichts im Chat verpassen. Ein Dieb? Hört sich gut an.
Hi Stefan, mir geht's gut und wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ja, also Dragon's Dogma, was ich ja auch unbedingt möchte, ich möchte diese Elementarwaffen gern haben. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Es gibt ja Medusa als Gegner und man kann ihr wohl den Kopf abtrennen und den Kopf dann als Waffe nutzen. Und damit kannst du Bosse one-shotten. Die Server sind offline. Es sind gerade standardmäßig Wartungsarbeiten, Sli oder Schli. Genau. Server sind offline. So, Goblin. Königsberger mit Reis. Um die zu öffnen, was meinst du mit die? Was überarbeitete Waffen bei Destiny sind, letztendlich Waffen, die es schon mal gab und jetzt mit neuen Perks kommen. Also wir werden davon jetzt nachher welche sehen. Ich verrate euch noch nichts, ich habe ein paar schon gesehen davon. Gibt einen Artikel, wo die vorgestellt werden, aber das ist alles aufgrund vom Data Mining. Genau. Das ist schön, dass dir gut geht, Stefan. Wie man die Waffen bekommt? In den jeweiligen Modi halt. Also es ist ja in den also zum Beispiel nimm den Dungeon Prophezeiung, ja. Da kam ja jetzt vor 3 Wochen oder was das war, Waffen mit geänderten Perks rein. Also die Waffen gab es schon, aber sie haben einfach nur geänderte Perks und das sind dann halt überarbeitete Waffen. Verstehst du? Bis wann Wartungsarbeiten sind? Puh. Bis wann sind Wartungsarbeiten? Müssen wir ganz kurz auf Twitter gucken, ob ich einen Tweet von Spieleingramm oder so sehe. Die tun das eigentlich mal schön aufzeichnen. Ups. Na. Aber so bis 18 Uhr mindestens. Dann sollten sie zu Ende sein, die Wartungsarbeiten eigentlich. Aber es kann halt auch manchmal länger gehen. Aber eigentlich 18 Uhr. Eigentlich ist es Alt und Tab. Goblin. Alt und Tab musst du drücken, um rauszutappen. Hier. Weil damit kannst du deine Felder durchklicken. Revision Zero, den Cut. Wenn ich es richtig im Kopf habe, musste man dafür das Ganze auf legendär laufen, die Mission. So, jetzt gucken wir mal. Zap, du hast eine Frage gestellt. So, zum Zweiten. Mein Titan ist mein Main. Wenn ich meinen Jäger und Warlock noch spielen will, muss ich doch eigentlich nur die Kampagnen spielen. Das ist für Zweitchar das Wichtigste. Oder muss ich noch auf was achten? Naja, kommt drauf an, was du mit deinem Zweitchar machen willst. Du musst ihn halt auch leveln. Mit Rüstungsteilen, möglichst guten natürlich ausstatten, möchte man ja. Und leveltechnisch, dass du halt das Power-Level auch da hochbringst. Also von dem her Spitzenloot sammeln. Und sonst, ja, vor allen Dingen die Story. Weil oftmals sind Sachen gebunden an Story-Fortschritt. Von dem her, Zap, ja, die Story würde ich schon machen. Also ich habe zum Beispiel das Problem, dass ich auf dem Mond mit dem Titan und mit dem Warlock nicht alles machen kann, weil ich da meinen Story-Fortschritt gar nicht voll durch habe. Ist dann eigentlich uncool.
Gucken wir weiter. Was heißt 19 Uhr PT? Wahrscheinlich Pacific Time. Aber jetzt guck mal. Das wäre ja, PT ist Pacific Time und es ist dann 3 Uhr nachts. Wieso? Jetzt bist du in beiden Chats, Papi. Ganz stark. Und die nächste Botrunde. Eieiei. Aber warte, ich hatte noch einen normalen Follow. Noob hoch 3. Dankeschön für dein Follow und ein herzliches Willkommen hier im Stream. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja. Ja, ich weiß nicht, ich war da immer zu faul dafür. Irgendwann mache ich es bestimmt. Ich frage mich, ob da jetzt einer bei mir im Stream wirklich hockt, aktiv und das macht. Wenn ja, grüß dich, gell? Wenn du mich hörst. Viel Freude. Nein, Justin. Der Stream ist jetzt um 18 Uhr. 19 Uhr PT auf keinen Fall, weil das wäre um 3 Uhr nachts. Bungie hat noch nie etwas in der Nacht vorgestellt. Für uns. Mount Devils. Ups. Wieso ups? Warst du's, oder was? Bist du hier der Botmann? Jetzt hast du dich verraten. Sir Arnie, dankeschön für dein Follow. Jetzt ist willkommen hier im Stream. Definitiv. Hi, Shadow Weaver. Schön, dass du da bist. So, also wie viele Minuten haben wir noch? Also, noch 22 Minuten. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Also, wenn ihr nochmal aufs Klo müsst oder ähnliches, jetzt habt ihr die Gelegenheit dazu. Du bist der Bot. So ein ehrlicher Bot. Ja, aber das sind dann nur noch Background-Wartungsarbeiten. Die richtigen Wartungsarbeiten müssten um 18 Uhr jetzt Schluss sein. Würde ich mal behaupten. Also 10 AM PDT. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Das ist 18 Uhr, ja. Also 18 Uhr sind die Wartungsarbeiten auf jeden Fall durch und danach ist nur noch im Hintergrund. Was ich zum Hoverboard sage, ich finde es cool. Also ich glaube, dass ich es nicht mehr weglege. Ich feiere es. Ich hoffe, dass sie dann optisch natürlich auch in den nächsten Seasons vielleicht noch coole Sachen bringen. Würde ich toll finden, wenn sie es einfach wie ja, unseren Sparrow sehen. Wäre cool. Karma, Kanchi, Servus, hi. Meine Erwartungen von Bungie. Meinst du generell zu Final Shape oder zum 9. April fürs Into the Light? Da muss man ein bisschen differenzieren. Nee, das kann ich nicht blockieren, Mount Devil. Leider geht das nicht. Oder warte, ich google mal nebenbei. Für beides, also für den Stream und das Update am 9. April sind meine Erwartungen relativ gering. Wir wissen, wir kriegen den neuen Modus Ansturm. Finde ich sehr cool. Ich freue mich drauf, das auszuprobieren. Ich hoffe, dass es actionreicher ist, wie das, was wir letzte Woche im Stream gesehen hatten. Ja. Ich meine, die haben ja gesagt, das gibt es in verschiedenen Schwierigkeitsgraden und. Von dem her bin ich da mal guter Dinge und gehe einfach davon aus, dass wir hier auch die ein oder andere Herausforderung haben. Beim Loot gehe ich davon aus, dass wir zu 90% alten Loot bekommen, wieder aufgefrischt, mit neuen Perks und so, aber auch Sachen sind da dabei, auf die ich mich freue. Und wie gesagt, es ist ein kostenloses Update, das wir bekommen. Und Bungie ist ja die Hauptaufgabe von Bungie ist ja gerade, dass sie
an Final Shape arbeiten und uns da ein gescheites Erlebnis bieten wollen. Und von dem her ist es für mich vollkommen fein, ja, dass hier nichts Besonderes in dem Sinn kommt. Flecky, herzlich willkommen hier im Stream. Schön, dass du da bist. So, genau. Und, zu Final Shape. Ich muss sagen, ich wage es kaum, aber ich glaube, dass Bungie uns etwas richtig Gutes liefern wird. Aber ich hasse mich dafür, dass ich so viel Hoffnung habe. Also versteht ihr, was ich meine? Es ist einfach in letzter Zeit, hat so vieles nicht geklappt. Es gab schon viele Enttäuschungen in den letzten Monaten. Und Destiny braucht unbedingt einen Banger. Sie haben gesagt, Taken King bzw. Forsaken ist die Benchmark, also das ist das, woran sie Final Shape messen wollen. Und wenn sie das hinkriegen, ist es Wahnsinn. Aber ich traue mich eigentlich nicht, das zu glauben, dass das möglich ist für Bungie. Fähig dazu sind sie. Aber ob es wirklich jetzt umgesetzt wird, wir werden sehen. Ben, auf den Day One Raid freue ich mich auch. Auch wenn ich natürlich noch gar keinen Plan habe, mit was für einem Team ich da reingehe. Und ich würde natürlich ein Team haben, wo ich das auch schaffe. Möglichst in einem Stream, nicht dann irgendwie am Nachmittag oder so, sondern in der Nacht oder so, was weiß ich. Aber keine Ahnung, mal gucken. Ja, Sanso, du sagst es. Eigentlich abwarten, nicht groß Hoffnung, Mann. Aber ich bin halt leider jemand, der immer positiv denkt und dann natürlich irgendwie sich auch gewisse Erwartungen hat oder Hoffnungen. Du hast mir bei Insta geschrieben. Danke, Angel. Ah, okay. Dankeschön. Sehr rücksichtsvoll von dir. Also. Angel hat auch einen YouTube-Kanal. Wenn du mir den Namen sagst, dann kann ich ihn auch mal gerne erwähnen. So ist es nicht. Wenn du schon so rücksichtsvoll bist. Galaxy Times, Servus. Das hoffen wir alle, Stefan, dass es sehr gut wird. Shadow Weaver, da werden dir wahrscheinlich sehr viele zustimmen. Und dann habe ich jetzt diese Woche oder am Wochenende kam das ja, dass Final Fantasy 14 ja auch den DLC bringt. Und dass das Ganze extra um eine Woche verschoben wurde, damit, so hat er zumindest gesagt, der Chef von Final Fantasy 14 den Elden Ring DLC spielen kann. Also richtig krass. Ja, keine Ahnung. Ist natürlich auch ein kluger Schachzug, weil man möchte nicht gleichzeitig wie Elden Ring den Release haben. Wäre blöd. Aber ich glaube sogar, dass es gern spielen will. Matt, erstens 40 verdammte Monate. Alter. Also ich habe letztens im Stream, gestern oder vorgestern, war jemand, nee, Samstag oder gestern, weiß ich nicht mehr, da waren es 26 Monate. Du bist bei 40 Monaten, Junge. Das ist schon ein halbes Leben. Also, nicht ganz. Und Mountaintop, ich glaube nicht, Matt. Du musst dich mit der Recluse begnügen. Okay? Nimm dir Recluse, komm wieder, spiel ein bisschen, verfluch das Spiel und eine Woche nach Final Shape machst wieder eine Pause. Du bist stets loyal. Also ich weiß wirklich nicht, womit ich das verdient habe. Ja? Diese Loyalität ist richtig weit oben. Also außer Broti gibt es da niemanden, die ich ähnlich lange sozusagen kenne und dann auch, die so regelmäßig da sind. Du kannst dir, Flecky, du kannst dir nicht vorstellen, dass der DLC so groß wird wie Forsaken. Ja, das sag ich. Also man kann sich es gar nicht vorstellen, aber
Fähig werden sie. Fähig. Aber ich weiß es nicht. Ob sie das jetzt in dieser kurzen Zeit noch hingekriegt haben. Ich sag's euch mal, wie es ist. Ich würde so feiern, wenn wir zu Final Shape doch eine neue Subclass kriegen. Ich befürchte, es wird nicht so sein, aber das würde den DLC gleich deutlich auf ein anderes Level heben, wenn wir hier da die rote Subclass kriegen. Forsaken war legendär, definitiv. Like ist da. Bitte. Ah, okay. Der Kanal heißt auch einfach Gothkiss, okay. Charakter Creations und GTA 5 sind da drauf, okay. Also, wer GTA 5 spielt und hier Charakter Creations mag, YouTube Gothkiss. Was du verpasst hast hier, klar? Meine Anmoderation hast du verpasst. Du hast gerade verpasst, wie ich gesagt habe, dass Matt absoluter OG ist und zu Recht VIP und was weiß ich. 40 Monate hat er gerade gesagt. 40 Monate. Und ich weiß nicht, warum er das macht. Ja, genau, Matt. Genau so machst du es. Es sind ja nur, was sind's? 60 Tacken? 50 Tacken? Keine Ahnung. Das hast du doch locker, oder? Nein, wir reden gerade nur ganz entspannt. Jetzt gucken wir mal, ist der Bungie-Stream schon live? Nee, okay. Bungie-Stream ist noch nicht live. Oh, nichts Wichtiges. Hallo, sehr wichtig. Hi Red Bull, schön, dass du da bist. Bist halt ein Guter. Du bist ein Guter. Was sagst du da für Turmstatue? Du meinst, ob der Turm wohl zurückkommt? Sag mal, in irgendeiner Form ja, aber ich glaube nicht als echter Hub. Ich weiß es nicht. Es kommt ja in Final Shape sehr viel Zeug aus der Destiny-Vergangenheit wieder. Locations, die wir schon kennen. So ist das Ganze ja aufgebaut. Von dem her... Ich wünschte, ich könnte das mit. Das fällt mir ein bisschen schwer. Ah, okay. Warte. Jetzt ist der Stream live von Bungie. Also, dann... Stream starting soon, das ist gut. Für alle, die das Emblem farmen möchten. Schaut mal her. Jetzt gucken wir ganz kurz. Wo haben wir es denn? Also wie gesagt, für das Emblem muss euer Bungie-Account mit eurem Twitch-Account verbunden sein. Sonst geht das nicht. Okay? Merken. So. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. So, hier nochmal die Info. Wie anheften nicht möglich. Geht mir nicht auf den Senkel. Hallo? Lösen. Nee, löschen. Diese Nachricht löschen und die neue wird angeheftet. Okay. Ja, hallo?
Ja, sehr schön. Manuell. Okay. Also, für alle, die auf Twitch auch schauen und das Emblem haben wollen, ihr habt das Ganze jetzt gerade angepinnt. Den Link, den ihr nebenbei haben müsst. Der Turm von der Collectors Edition, der ist mega, mega hübsch. Aber den werde ich nicht behalten. Ich werde die Collectors Edition im Sommer verlosen. So wie meine anderen beiden auch. Witch Queen, Lightfall und Final Shape. Werden alle 3 an euch verlost werden. Nicht heute, aber rund um den Zeitraum von Final Shape. Muss mir noch überlegen, wie ich es genau mache. Oh, Pizza. Oh, ich krieg Pizza erst um 19 Uhr. Wie viel Zeit in Destiny 2? 4000 Stunden ungefähr. Wobei ich sag, da waren bestimmt 500, 700 AFK-Stunden dabei. Ja. Also das nur auf Steam. Vielleicht auch 1000 AFK-Stunden. Ich weiß es nicht. Ich war früher so viel AFK unterwegs. Was habt ihr denn so für Stunden in Destiny? Schreibt mal rein. Würde mich jetzt auch interessieren. Gute Frage. Red Bull. Ja, Justin, du bist ja aber sehr optimistisch, dass wir den alten Turm hier bekommen. So, also, der... ...2000, 1800, 1133... Anitech 6000. Wirklich? Steam? Reine Steam-Zeit? Oh, Rocks. 5100. Ja, definitiv. Also ich habe... Warte mal. Was habe ich denn hier? Gucken wir mal ganz kurz. Destiny. Ja, also es zeigt mir 4200 Stunden an, aber so viel habe ich nicht annähernd gespielt. Ich war sehr viel AFK früher. Ich habe irgendwas für ein Video bearbeitet und war dann irgendwie... Wurde gerufen, habe einen Anruf bekommen, bin weggelaufen und 4 Stunden später kam ich wieder und habe gemeint, oh, PC ist noch immer an. Nee, also ich würde sagen maximal 3000 bei mir. Wo sieht man das? Wenn du Steam hast, dann siehst du es hier. Spielzeit. Gehst auf Spiel, Spielzeit. So wie Dragon's Dogma. Da, Spielzeit. Ja, sehr langer Anruf. Nein, das war ja immer mal wieder, weißt du. Also. Umso schöner ist es, Govkiss, dass du trotzdem hier bist. Nur PlayStation? Ah, okay, auf der PlayStation spielst du es. Über 6000 Stunden. Ja, Anitech. Ein richtiger Veteran auch. Schon ordentlich. Ich meine, alles, was über 1000 Stunden ist, wenn du es so nimmst, eigentlich echt viel Zeit für ein Videospiel, oder? Ich meine, was sind 1000 Stunden? Geteilt 24, das sind 41, sagen wir mal 42 Tage. 42 komplette Tage, nur ein Spiel. Oh, ist nicht wenig. Andererseits sind es auch schon ein paar Jahre, ja. Aber es ist schon krass, dass es doch Spiele gibt, WoW, Destiny und so weiter oder LOL, wo die Leute echt viel Zeit reinstecken. Alter, die Zuschauerzahlen auf dem Bungie-Stream sind gerade voll rasant gestiegen irgendwie. Innerhalb ein paar Sekunden um über 1000 Zuschauer. Sah lustig aus, wie es die Zahlen hochgedreht hat. Ja, das war deine Schülerzeit. Hey, würde mich so interessieren, Rox, wie du damals drauf warst.
Sag mal so, Transformus, für Destiny sind 1000 Spielstunden gar nicht so viel. Wenn man es so sieht, weißt du, wenn ich mir die ganzen Leute, die halt wirklich Hardcore Endgame spielen und so, die sind schon alle ein paar tausend Stunden länger dabei in der Regel. Genau. Cybot, vielen, vielen Dank für deinen Sub. Danke, mein Lieber. 27 Monate. Ich hatte eben 40 Monate Matt und jetzt hier die 27 Monate von Cybot. Auch dir vielen Dank für diese extrem krasse Treue und dass du so lange mit dabei bist. Ja, Dankeschön. Bei mir war es das. Ich bin froh, dass es bei dir auch normal war. Was soll man auch sonst machen während der Schule, oder? Also so sehe ich das zumindest. Oh, nur noch 3 Minuten übrigens. Ich mache schon mal die Musik aus. Ich mache schon mal hier die Musik aus. So, dann holen wir hier den Bungee-Stream. Habt ihr eigentlich mitbekommen, dass vom letzten Stream, da waren ja einige toxisch unterwegs im Stream von Bungie und die wurden wohl alle im Spiel gesperrt. Ich persönlich feiere das, weil Kritik, ja, toxisch, was leider extrem viele in der Gaming-Community sind, geht gar nicht. Geht absolut gar nicht. Oh, Xeresal, das war auch cool, ja. Wobei ich sagen muss, ich fand das Opening von der Kampagne damals sehr, 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 sehr cool. Wirklich, wie wir das Licht verloren haben und das alles war richtig cool gemacht. Aber sonst war die Kampagne nicht so gut von der Destiny 2 Vanilla. Sei ihnen gegönnt, ja. So sehe ich es auch. Hassliebe, Destiny 2? Können wahrscheinlich viele nachvollziehen, ja. Nein. 12 Stunden, 12.000 Stunden Spielzeit, Micha. Destiny 1 und Destiny 2 oder nur Destiny 2? Wie viel man für alle DLCs zahlt? Puh. Es gab vor einem Monat ein extrem gutes Angebot, da hat man so gut wie gar nichts gezahlt. Momentan könnte ich es dir gar nicht sagen. Destiny 2 Collection oder so, keine Ahnung. Und dann ist die Frage, für was? PC oder... Hm. Oh, Destiny 1 habe ich kaum was. Weiß nicht, wenn es da überhaupt 100 Stunden sind. So, jetzt mache ich mal hier die Lautstärke schon mal. Ja, nein, das ist falsch. Nicht auf True Sun zu hören. 600 Euro, ja genau. Das ist immer so lächerlich, wenn da die Leute einfach nur das da aufrufen und wofür... Also ich weiß, von dir war es gerade ein Scherz, aber machen die mal manchmal auf Twitter oder so. Blue. Gucken wir mal ganz kurz, was haben wir hier? So, also. Es geht los. Good evening, good day, and good time zone to you all, and welcome back to our second of 3 live streams to go ahead and talk about what's going to be coming with Destiny 2 Into the Light on April 9th. As a reminder, everything you're about Lautstärke to see passt. all players. Sagt mir gern Bescheid. Was everything last week when we went ahead and had a chance to go ahead and walk through Onslaught. Now, today we've obviously got a few topics that we touched on last week. We got a new social space to go ahead and check out. We're going to look at some rewards, obviously, and Leise. an up close and personal Lauter. look at the Brave Arsenal. But of course, I'm not the only one who's going to be talking through it. I'm joined by an all-star cast of folks here from the Bungie development team, and I'm going to go ahead and go on down the line and introduce them. If you were here last week, you obviously recognize his face, but Tom Farnsworth, senior design lead, how you doing today? I'm doing great, yeah, and
a little bit about myself here. I've been at Bungie for about 12 years, maybe a little longer. It's been a while. A decade plus. And obviously, there's some stuff we're going to be looking at today that's kind of like full circle. Yeah. With, the Space Tiger logo and Into the Light there from the early days of Destiny. And I've been fortunate to, I was able to place the Kavastov way back in Cosmo for y'all to pick up. Oh, did you really? Yeah, that was something. Obviously, it was foundation. Teams are stronger than heroes is a big team effort, but there's a few things that I'm really having had a chance to work and proud to interact with players. And then there's some things I'm a little more Rox, mach dir nicht so viele Hoffnung. Du weißt, das nie wird nicht passieren. So follow him on Twitter, let him know how you thought about that, right? And then over the past few years, I've been working on seasons and things like the 30th and Into the Light as a creative lead. Awesome. Very cool. Thank you very much for your hard work. As someone who's played a lot of it, excited to go ahead and dive in more with even more of it today. And of course, also we're joined by Chris Proctor, Senior Design Lead here at Bungie. Chris, for the fine folks at home who may not have heard you on a podcast or know anything about you, can you tell us a little bit about yourself and what you do here at Bungie? Yeah, hey Andy, thanks. I joined Bungie 4.5 years ago as weapons feature lead for Destiny 2. So a bunch of Destiny releases. This will be my 17th with Into the Light. Is that all? Yeah. Yeah. Going through like a bunch of greatest hits. Yeah. It's gonna be fun. Yeah, it's going to be cool. We obviously have a lot of stuff to talk through with the Brave Arsenal today, and greatest hits, I think, is probably the best way to describe it. And of course, last but very not least, down at the end, the one and only Kelsey Rice, systems designer here at Bungie. Kelsey, how you doing today? Hello, I'm doing great. All right, well, obviously the third verse, same as the second and the first. For the folks at home who may not know you or know anything about your work, can you tell us a little bit about yourself and what you do here at Bungie? Yes, I'd love to. First, yes, I'm a systems designer. Die Hoffnung wird dich zerstören, I've been here Rox. for about 2.5 years, and I work on a lot of fun stuff like quests and pursuits and progressions, a lot of like spreadsheet design, which I really love. The fabric that holds all of our adventures together, honestly. Yes. Very exciting. Well, obviously you've had a big hand in Into the Light as well today. We're going to go ahead and dive into that here in just a bit. But before we go ahead and dive on, is there anything you guys are excited about today in particular, or should we just go ahead and show rather than just tell? What do you think? Show it is. Yeah. All right, let's go ahead and dive on in. Dive on in, rather. So we're going to start off. We have a brand new social space, the Hall of Champions, that we're going to go ahead and check on out. Kelsey, Kelsey's the one who's responsible for taking us through that. So shall you return to the throne world, obviously, and dive on in? Bring me your tithes. Perfect, excellent. That's right. There are tithes. Neuer social space. Now, while we're on the way, Tom, Hall of Champions is a brand new social space here in Destiny 2. Where is this? Where are we going to, where's this place been? Why are we checking it out now? So Shaxx has carved out just a little bit of the backstage of the tower. Yeah. And you're going to see a few little fun nods here to Destiny history. Yep. All right, we're looking at it now on screen. Yeah, we've got Kelsey on screen here. We've got Sweepybot. And this is actually the lead up to the Hall of Champions. This is where they keep it all the time. Okay. There's an off-season. Einfach so ein Lager, in dem alles hier... And What Bungie? Greenery. This is interesting. All right, so we found a bit of a story. Die ganze Deko da drin. So he's carved out space maybe that has been hiding in plain view potentially for other sweeper bots or red jacks around the tower. And there's some stuff from the Onslaught, this ADU. Oh, that's right. Yeah. Little Noah put it here himself. Yeah. No, and all the space. Like if we just take a step forward, you're gonna get, there we go. Here's okay. The Hall of Champions. All right, so this is the Hall of Champions. And just like Zerg Sieht cool aus. Eternity for the 30th anniversary, Shaxx has kind of set this space aside for us and Into the Light, where all your armor, your weapons. Oh, Recluse. This is going to be your home base for Into the Light. Excellent. Awesome. All right. Das sieht cool aus. Can you go ahead and show us a little bit? We're going to go ahead and walk up here. We see a whole bevy of chests, actually. Let's go ahead and start there. What are we looking at, and how do we go ahead and start cracking these open, rather? Yeah, so as you can Gute see, Idee. this is just full of chests. As you can see here, all the class icons on the floor, a little bit like 30th. You can come here to redeem this currency, trophies of bravery, that you're going to earn from completing Onslaught and from playing the broad game in Destiny. So all of these trophies here, if you progress your hype with Shaxx, you'll be able to spend them here at all these chests to get a really cool set of armor. I can pull open my character so you can see what that looks like on the Hunter. That's right. Also, too, so for the folks at home, we went ahead and mentioned this as well online, but as a quick reminder, this is actually an armor die set Beine sind mal that's nicht inspired schön. by year 1 of Destiny 2. Tom, this is the parade armor set, I believe, is what we're Hobbithöhle. So like it's the D2 year 1 parade armor. That's right. Yeah. You had it in Homecoming. It's kind of a classic set. We're again like full circle here with we were like beginning the Destiny 2 saga there, and now we're kind of
ending the fight here. We're getting ready to take the fight to the witness, and Shaxx has got this iconic set of armor. We're calling it the parade armor. Yeah, der looks im Visier. Yeah. And everyone can earn it. It's available to all players. Excellent. And there's some other cosmetics we can show off here that kind of play with it too. Very nice. And also too, for folks out there, we have the Hunter here. Actually, Kelsey, can we check out the armor set one more time? Yeah. The folks at home. Also too, so this is an up close and personal look, obviously, at this armor set, which will be available to everyone that goes ahead and jumps into the Light. Also too, there's a Titan set and a Warlock set, we should also say. That you can go ahead and see in the key art as well, but obviously this will be arriving on April 9th, so you'll get a chance to go ahead and go hands-on. But yeah, it's looking fresh, honestly. I wouldn't be upset to go ahead and don that armor. Oh boy, Yeah, and it's there's really interesting, like setting all these. So we're working on all this stuff because we were kind of waiting to finally see that set, and finally being able to equip it in game was just such a cool experience. Yeah, honestly. All right, so we're obviously equipped. We've got an armor set that we're going to go ahead and be chasing down, but we're now hanging out with Shaxx, and is that our site over there as well? Yes, that is our site. And one last chest I want to point out here. Oh, too. please. This one is going to be your hub for just grinding out weapons. So those trophies that you'll be collecting with Shaxx, you can just keep redeeming them here, and you'll be able to get all your guns here. And this one here is, we're bringing back the Gift of the Thunder Gods. So if you need to catch up on your power level to make sure that you're like ready to hop right in, that's something you can do as well. That's right, and honestly, it's again, as a reminder, this is available to all players. So if you've got any friends that maybe aren't quite at that powerful cap, also too, actually, to double check, this will bring folks up to the powerful cap, was it? Powerful, not pinnacle. That's right. Okay, perfect. All right. So for your friends that want to go ahead and dive in right alongside you, even if they maybe haven't played, very much recently, they got a chance to go ahead and just catch right up. They'll be ready. Be ready for day one. That's Yeah. right. Okay, perfect. So let's go ahead and talk to Shaxx, actually, as a starting point. So how are we going to be working with Shaxx, obviously? He's opened up his Den of Antiquities to us, but Kelsey, can you tell us a little bit more about that? Yeah, of course. Yeah, so we need to pull out all the stops in defeating the Witness. So Shaxx has opened up his brave arsenal for us. And as you can see, Shaxx is really like the shining star of this area. I've been kind of panning by all these hollow Shaxxes that line the space, which I'll be happy to talk about in a moment. Oh, yes. But yeah, let's go talk to him and see what he's got. So over the course of Into the Light, as Das kennen wir natürlich. earn reputation with him, you're going to be able to progress and get all this cool stuff. Cool one thing stuff. in particular I want to point out. Interesting. This key. A super black key. Is that what I'm seeing over there, Kelsey? Yeah. Interesting. Okay. Yeah, and I wonder where that goes. So maybe people that are D1 vets potentially from back in the day might remember this. Is this what's this symbiote we're looking back here? Yeah, right now it's pretty powerful. It's in containment, but if you keep playing Into the Light, you'll be able to get access to the keys you need to unlock this, and get access to the shader. Oh, it's so good. All right. So obviously, too, yes, as a reminder, heads up to everyone. So one of the ultimate rewards available through this will indeed be the return of the Super Black Shader. It's back, finally. It's back. There's probably some song lyrics to go along with that. I couldn't tell you what they are. But I will say to the Destiny Fashion subreddit, we are prepared for you to go ahead and take this on wholesale. So actually, let's go ahead and take a look. Let's go ahead and just equip Super Black and give it a look really quickly. Oh, man. Chat, how do you feel? Come on. It does not get much better than that. Excellent. All right. Yeah. So Shaxx is obviously going to be there to help us get rewards. In addition to the Brave Arsenal and the armor, Super Black is waiting for us. So tell us a little bit about our site as well, actually. He's I'm not sure if many people in the chat know about him. He's usually lived in lore entries, but let's go ahead and get a look and see what we're going to be working with him on. Yeah. So our site has a lot of quests for us. And we did some pretty interesting things, in my opinion, with some of the quests you can pick up from our site. They're going to unlock a couple things. They also have very fun puns that we had a lot of fun working on. For every single weapon that we're going to be talking about today, there's a corresponding quest. Once you've completed the quest for that weapon, you're going to be able to unlock access to that weapon dropping as rewards. But there's two other really cool things that we can talk about there. One, we have these special limited edition appearances for the Brave Arsenal. Yeah. So completing these quests, you're going to get a guaranteed, curated copy of these limited edition weapons. Excellent. Which I'm happy to show. They look rad. And you'll unlock Attunement, which is something I can talk about in a second. Absolutely. Yeah. So let's take a look at some of these.
So here's a look, of course. Obviously, for the folks at home, they may remember this one. I get a hunch that chat obviously is getting a little excited, but I know it's so exciting. The mountaintop has returned. So this is a quick look at the mountaintop. Obviously, Chris, we're going to dive in more with the whole Brave Arsenal in a little bit, but this is, I believe she touched on the limited edition versions of these, the ornaments that exist on there. Can you tell us a little bit about what the limited edition variants of these are that are available over the course of the No play? way! Yeah, so the Brave Arsenal weapons will drop from Onslaught. Alter! Und Recluse natürlich, wie man es schon There is wusste. a low chance that one will drop as a limited edition variant, which comes pre-equipped with a super shiny ornament that's locked to that weapon. Yeah. So the Edge Transit here is the limited edition variant. These are kind of exotic levels of fancy. Yeah. So you can't apply shading Ha! to the Schauen wir mal, ob die noch gut ist. Sind wir mal ehrlich. ornaments. Es kann ja noch immer sein, dass only sie be kacke ist. available up until the final shape launches. Yeah. Or the limited edition variants. Oh Mann. So the base versions will continue to be available. All right. So this is the ultimate I Was There version with the limited edition on there, but other than that, after the final shape launches, people will still be able to get these weapons. Oh, Hammerhead. There's a- Gib like, sie that's mir the full wieder. drop with, Oh, ja. columns, but they don't have differences. So if you've got a great base weapon, you don't need to go and get Just cosmetic. cosmetic. Fair enough. Ja, für dich hätte sich Destiny auch gar nicht entwickeln brauchen, Rox. So, obviously, we're going to go through all of these here in just a bit. Chat, there's a taste of just a few. We're glad that you get a chance Hey, to die go ahead and check it Nostalgie, out. die man doch da kriegt But bei also diesen just for the Waffen. folks that wanna go ahead and Oh, farm these shit. rolls out. Kelsey, I believe you just mentioned attunement. Can you tell us a little bit more Hey, about Matt. that before we move on? Hast du es gerade gesehen? So, one Mountaintop. thing that you can do when completing these Ah ja, du hast weapon schon quests geschrieben. that are available at our site is attune to a weapon. So let's say that there's a weapon you really want to drop. You can bend luck in your favor and make it more likely for that weapon to appear. So, for example, I can do that now. Matt, dann musst du aber auch mal mit mir zocken, gell? Let's do Recluse. Du arme Sau. So, Chat seems to be pretty hooked on the Recluse. so if you're looking around, you'll see there's all of these Shaxxes everywhere, which we just had an absolute blast working with and coming up with. And once you've unlocked attunement, you can just freely do this at any time. You can change your attunement at any time. You can choose which weapon has a higher chance of dropping. So I'm going to do that now. Okay. There we go. Got our thumbs up. We're Get good. the affirmation from Shaxx, never hurts. Yeah, I can always use more affirmations from It never hurts, honestly. He shouts them very effectively, I might add. Yes. So yeah, at any point, you can just visit another one. I could even just go and, unattune and reattune to my heart's content. Just once you've unlocked it, you can do that at any time. So yeah, pick your favorites that you want to chase and Okay, das ist ganz a much cool. higher chance of getting them. Finde ich gut. Excellent. All right. Obviously, the Hall of Champions has a lot in store. There's even more, obviously, chat than is even here. But we see what you're saying in chat. I feel the electricity in the air. I should also note one more thing. You should all go out and farm with impunity to go ahead and get the rolls you want, ultimately, because with the arrival of the final shape, we'll indeed be adding 100 more vault slots. So go out there, grab the rolls, grab 27 Edge Transits, hold on to them until you get a chance to Google. Oh Mann, ich muss mein Vault doch nicht cleanen. Just wanted to let you know that with the arrival of the final 700 Slots, ich komme. So go ahead and dive on in and grab whatever you want to go ahead and chase. Ey, Rox, Kuro wird so weinen. All right. I think that's a solid tour of the Hall of Champions. I think maybe at this point we go ahead and start diving on in with the Brave Arsenal. Tom, what are you thinking? Yeah, I'll hop in. Let's go clean out some lost sectors. There we go. Excellent. Yeah. We got some demos to run as well. All right, everyone. So this is as a quick look at the Hall of Champions as well. Now we're going to go ahead and dive on in and look at the Brave Arsenal. Now, Chris, obviously you were intrinsically involved with kind of setting this whole thing up, with building the Brave Arsenal, deciding what was out there. Yeah. Can you tell us a little bit about how you guys landed on this iconic set of Destiny Ja, weapons? 700 für den Tresor. Yeah, and we all have our own favorite weapons internally, and wanted to make sure that we delivered on a ton of nostalgia for the whole Destiny 2 weapon set. Yeah. If you look on Reddit or Twitter, there are hundreds of weapons that these could be. Yeah. We had to narrow it down to 12. It's like we couldn't reasonably fit. Ey, ich hab Dragon's Dogma, was will ich mit dir spielen? Couldn't necessarily afford to make many more than that. Here we go. So it's a whole set of weapons from across Destiny's history. A few recent ones. Most of them are from earlier in D2's Yeah. history. So for those who have been terrorized by Blast Furnace and the Crucible, it's back now. Yeah. Obviously. Yeah. Yeah, honestly, Tom, let's go ahead and just kind of walk through these. Let's go ahead and take us at a hung jury I see next as well. Sure, I can just. Do you want me to Okay, I'll just start with the mouse blast. over them here?
Blast Furnace, Hung Jury. Jury returns as well. Session. Alter, die Ornamente sind aber mal richtig cool für die Waffen. Sorry, aber die feiere ich. Die sehen fire aus. By default, you have to own the release that those raids came out in. So you have to own Beyond Light if you want to get Succession. You have to own Witch Queen if you want to get Forbearance. Yeah. The Onslaught versions of these weapons, or the Brave Arsenal versions, are available to all players. Schaut euch mal diese Shader an. Oder Ornamente, was auch immer das ist. Wunderschön. It's like a ton of bricks. Let's see. We also have, there we go, Midnight Coup. For anyone who watched last week, thank you, Noah, as well, for going ahead and showing this off. Oh, guck mal den Roll an. Alter. Das wird so eine klasse PvE-Waffe. Explosive und Kinetic Trimmer. Excellent. All right, so we have a full list here. So we've gone over all of them in the primary slot. Let's go ahead and move on down to the green ammo selection as well. Obviously, Recluse, chat, you've all noticed that. We're just as happy that it's back as you are. Let's go ahead and take a look at what else we got in store there. Luna's Howl, of course. Actually, in particular with Luna's Howl, I know we were talking about this a little bit earlier, but these weapons are not necessarily their previous estate, just kind of held in stasis, but you guys have brought them forward with new perks. You've kind of done some redesigns as well. With Luna Howls in particular, you were mentioning that the Magnificent Howl perk has undergone a rework as well. Yeah, in its original shipping form, that was way too strong. Ja, Matt, hast du die Perks gerade drauf gesehen? Guardian in PvP incredibly fast with the perk up. Yeah. 180 RPM. So we've brought Luna's Howl forward as a 140 RPM hand cannon, but it retains the precision frame, so it's super easy to control the recoil. Yeah. We've also redesigned the Magnificent Howl perk, so that now lets you build up stacks of super bullets, a little bit reminiscent of Hawkmoon, with precision final blows. Yeah. And then you can unleash those on Guardians to do massive damage. You can get a 2-tap, but it requires a little bit more effort. Yeah. And obviously very strong in PvE as well. Yeah, gotta bide your time and actually land those headshots. Alter, und dann noch mit Heal-Clip. As I get upset for losing another round of trials, but... So we had two hand cannons in this release, Midnight Coup and Luna's Howl. That's right, yeah. We assigned those to 2 different designers. Yeah. And there's a competition going on to see which one is more popular or is more effective. Oh, really? So everyone out there in chat right now, Sudron, du schaust schon den Stream nebenbei, hast du ihn offen, oder? To settle internally here by the sounds of it. Which one do you think is going to win, Chris? I'm a little biased. Ja, 9.4. I have my Midnight Coup from the Leviathan raid still in my vault. Oh yeah. Manchmal ist es auch zeitversetzt. Fair enough. All right. We'll see. Let's see here. All right. Also, Elsie's. So actually, here's a cool one as well. This is no longer the Stranger's rifle. This is Elsie's rifle now. Yeah, Elsie's no longer a stranger. Ja, okay, aber das sieht... Yeah, this is a really iconic Destiny. Ihr wisst schon, wie die aussieht. Everyone who played through the Destiny 1 campaign would have acquired as the Stranger's rifle. It's come forward with as close to its original feel as we could manage, updated for the Destiny 2 sandbox. It's got a ton of cool new traits. It's really very, very strong, high-impact pulse rifle. It's running the Rewind rounds perk, which we made for Bolt of Glass. Yeah. The D2 version, which harks back to the original perks on the Stranger's Rifle in D1 as well. And this one already looks filthy, if I might say, with Zen Moment and Desperado on there. Like that. Yeah. Did the room get colder, or what just happened, honestly? And also, too, so there's a new, actually, as long as we're there, Tom, if you wouldn't mind actually opening that back up, there's a new origin trait, pardon me, as well on these. Yeah, that's right. So yeah, the Indomitability trait, final blows with a light subclass equipped grant grenade energy, and with the dark subclass equipped grant melee energy. Excellent. So you get like that sort of duality, and they're reasonably strong perks. Yeah, designed to keep you in the fight either way. Yep. Excellent. All right, Tom, let's go ahead and keep checking out. What else do we have in store here? Forbearance as well. So this is, you were talking about obviously getting that taste of raid weapons. Yeah. How did you guys go ahead and bring Forbearance forward also too into the light? Like, what did you add new perks into the pool, or what did you guys end up doing to kind of retain that classic feel? Okay. Yeah, so we wanted it to feel like the Witch Queen version, but with slightly updated perks. So the perk pools are fairly similar, but with a couple of spicy additions. So you'll notice Disruption Break left column on a waveframe grenade launcher, super, super strong. Yeah. It's not something that you get on the original version. It'd be disgusting. Yeah, but it's got all of the old classics. Yeah. It's got the new Indomitability origin trait instead of the Soul Drinker trait. And that's the same is true of any other weapons which had already shipped with origin traits. Yeah.
Oh, it looks so good with that ornament on there. And of course, I think was that a limited edition ornament on the Recluse as well that you have over there? Yep, there's a base and look at the. Oh, let's take a look. There we go. That's, again, the ultimate I was there. As you go ahead and begin your showdown with the witness, with the arrival of the final shape, doesn't hurt to have one of these sitting on your hip, obviously, to go ahead and make a statement the moment you walk into the room. Yeah, and this one is the curated version. The natural drops of the limited edition variants do have double Percal? That's right. Yeah. Excellent. And of course, our beloved Edge Transit. Yeah, couldn't keep it away if we wanted to. When we were looking at the fan favorite weapons, like we wanted to bring forward some of the strongest weapons from Forsaken. Yeah. Everybody has like fond memories of blasting away raid bosses with that transit. Yeah. I'm just kidding. There's amazing memes associated with this weapon. Yeah. We actually 2 Damage Perks auf einer Waffe, auf einer Heavy. Yeah, I was gonna say, we were talking Was about sagt ihr that earlier. dazu? This one just hits like an absolute ton of bricks now. Oh yeah, you can see some of the Für einen Burst Damage ist die schon krass. I mean, honestly, yeah, this is already looking pretty good. This is one that would obviously find a home in my loadout. My Void one specifically, but I'm also picky about that kind of thing. All right, what else do we have here in this? Ja, hast du richtig gesehen, Thomas. Und Mountaintop. That you mentioned as we were kind of talking about this earlier as well, that was kind of cool, is this is also going to be probably the first Lol, sword outside schaut of mal. those available in Crota's End, I believe, that has sword logic on it as well. Yeah, that's potential to right. roll with sword logic. Seemed like a great opportunity to put that perk on something that isn't from that raid, and Yeah. a little bit earlier than we would normally put raid perks onto a new weapon. Yeah. I'm also going to Seemed echo like chat here for a second. Is that Eager Edge I see on there? That is an Eager Edge, yeah. Okay. It'll only be the second sword outside of 30th anniversary. Yeah. To have access to It that. would perk. basically just be the Slammer and then the Falling Guillotine Yeah, from... that's Yeah, that's it. That's, Ja. that's exciting. Also die Waffen This sind one has, like, wirklich... the classic Void perk, combo. Ich sag's mal so, ihr müsst das Update spielen, weil wenn ihr das spielt, habt ihr alle Waffen, die ihr braucht, jemals wieder. Das ist krank. The Hammerhead. Hammerhead, honestly. It's as long as you're dipping your toe into the world of the Black Das Armory. ist schon this is übel. obviously Also die one that Waffen has to come sind forward. Everyone's favorite legendary machine gun. Yeah, seriously. richtig fire. It's Also from the sound to the rate of fire, everything about it just is one that lives on in my memories and my dreams. hätte ich nichts dagegen, wenn wir 20 Level grinden müssen. This is looking fantastic. All right, so we have a whole cast. Haben ja of noch tickets. Zeit. Now, Tom, you've got some loadouts set up. You've got some lost sectors that you're going to go ahead and start diving in on. I vote you go in there and start tearing it up. So we're already there. Okay, that's fantastic. The classic Mountaintop Recluse combo here. Oh ja, And there's some new come stuff with the on. Mountaintop Zeig's where you uns. can Rocket jump. That's right. So I'm so glad we got to that point this early because one of the things that was really cool about sort of seeing this development process behind the scenes was, obviously one of the core tenets was to make sure that you're retaining that classic feel of these weapons and kind of what made them so great to begin with. But you've kind of done some redesigns and expanded even just on Ab the 9. April or pardon me, on the kann man sie How did you guys kind of sich go about the erspielen. process of sort of rebuilding these weapons for this modern era of Destiny? Yeah, I mean, we Ich held sag off ja, on Loot bringing ist alles. Mountaintop, Der Modus into the sort of modern ist eine Nebensache. It was just way too strong in both PvP and in Oh, der PvP. Sound. Hört ihr das? In PvP it was like a pretty unpleasant meta when Mountaintop was part of everyone's loadout, so we definitely didn't want it to be able to one-hit kill even with a direct hit in PvP anymore. Fair. So we've reduced that a little bit. But we also saw how excited people were for the Danger Zone rocket launcher perk, launching you into the air. So we've made that part of the base behavior of the new micro-missile frame grenade launcher intrinsic. So we do super low self-damage and give yourself a massive physics impulse. Yeah. The Team Fortress 2 soldier mains are just suddenly dusting off their rocket launchers in real time right now, obviously. So obviously too is going ahead and adding just not only to the perk pool but kind of the intrinsic feel of these weapons. Were there any others in particular when you guys were working on them where you're like, yes, this is how this change needs to go? Like obviously Magnificent Howl got to change, but is there anything else in that pool that feels like it was really kind of a cool leap forward for these weapons? I think Blast Furnace is a good example. Ja, because Mountaintop, the Black Armor der Gipfel. version rolled with scopes, which like Wir everyone kriegen das thinks legendäre like, Duo zurück. internally, We felt like the Rasmussen ISA scope was like by far the best. Really, really clean. Yeah. And with the changes to damage fall off on weapons, zoom doesn't matter that much anymore anyway. Yeah. So it comes pre-equipped with that scope geometry, but it can roll barrels instead. So you get all the benefits of stats. Oh, and awesome. Stats are already pretty juiced. Yeah. But you have that classic scope geo.
Actually, also too, to channel chat one more time, as a quick heads up as well, these weapons, while they won't be craftable, they are going to be enhanceable. Is that correct? Correct, yeah. So these weapons will retroactively be enhanceable when the final shape comes out. So any drops that you get during this initial period, you'll be able to enhance them. Excellent. Okay, so you want to make sure to really hold on to those god rolls that Light.gg went ahead and told you about. Yeah. All right, so Tom, you've swapped your loadout now. Is this blast furnace we see you were? Yeah, you were just talking about blast furnace, so I thought I'd hop over to it. It's thematic, yeah. Nice and smooth, like it always was. Kelsey, actually too, on your side, you know, obviously having this new tapestry of rewards to work with has been pretty exciting. As you kind of went ahead and sort of hatched your plans of how players would go about getting these, kind of what role did these weapons play, I guess, in the overall reward structure? Yeah, of course. So we wanted the rewards of bis Final Shape kommt, Can. Yeah. Ja. Awesome. Final Shape kommt an, am 3. Juni, glaube ich, oder 4. Juni, weiß gar nicht mehr. From Onslaught. Yeah. There's a lot of chests in there, and every single chest has a weapon in it, and all of those chests can react to attunement. So if you attune to a weapon, anytime you see a chest, it's going to happen. So excellent. Every set, not every wave, that'd be crazy. Every set, there's a chest with a weapon in it. If you do it at higher difficulty, there are 2 chests. They both have weapons in them. And if you keep the ADU alive throughout the entirety of Onslaught, there's another bonus chest available. So you can get a lot if you just keep yourself kicking and get all the way through there, keep the ADU up. There's a lot of guns to be had. So those folks who are going to dive into the Legend 50-wave version of Onslaught are going to be well rewarded for those efforts. I'm asking partially for myself, obviously, as well, and my fire team at home who might be listening. Weapons team is really excited about attunement because it gives players some control over the drops that they get, but it retains the excitement of those drops. Like you will get your Alter, aber like blast furnace die spielen from the echt chest. You don't have to go and focus it or anything like that. sehr einschläfernd. Actually, also too is Und da darf man nicht drauf achten aufs Gameplay. Were there any roles or weapons in particular where it was just your personal favorite that you had a lot of fun with in the playtest, or? Probably of these weapons, my favorite is blast furnace. Yeah. With that classic scope and the role that I've got on mine, the role that I'm going to try and get in retail, is Headseeker Kill Clip, which is like just really nasty in PvP. Yeah. Yeah, and that's going to. I'll put another few hundred hours in the Crucible. I'll be right there with you, honestly. The moment I can put Dead Man's Tail down again, then that will be the one that I'll pick up immediately after. Kelsey, also too, is, you know, I know we were talking a little bit earlier. You've been deep into the Onslaught playtests as well. So that means in addition to the Brave Arsenal, you've got everything else at your beck and call. What are some cool builds you've been working on, honestly, to go ahead and really emphasize these new weapons? Yeah, I've been really enjoying Solar Warlock. I found is really fun in Onslaught because you can find a lane and just completely nuke it if you get your like unlimited grenades going. You can just completely destroy. So I've been really partial to Luna's Howl. Fair. Yeah, I tend to get a little feral, a little too excited. Sometimes having like Heal Clip on it or something can give me that extra staying power I need to keep that ADU up. It's part of, you got to be in the fight as much as you possibly can, and I say that partially as a Void Hunter who crutches on invisibility and runs away right away, so I understand and respect the hustle that I don't end up having. Also too, we got a question from chat from Lil Camino, I think is how you pronounce the name. My mistake if you get it correct. But just to reiterate, will these weapons be attainable after the final shape arrives? Yes, the base weapons will be, but the limited edition variants with those sweet ornaments will not. Excellent. All right. So again, make sure you go ahead and dive on in once Into the Light is here, and make sure you get that Also die Waffen card more or less. At least können wir auch farmen, selbst wenn Final Shape da ist. So also too is, aber nicht mit den coolen Ornamenten. Nur in der well. Standardversion. Part of the quest process, was it, with Shaxx or our site rather? With our site, yeah. Thank you. That's right. So is this one that you guys have set up where it's like this is the go-to role? This is from our opinion, like one of our favorites, or what was the process of kind of building those curated roles? Yeah, we try to deliver something which is like an extremely good role, not necessarily the single perfect role, because we want you to have a reason to go in and get excited for those drops. Yeah. But like we would say, they're a 70-80% god roll. Yeah. Kind of thing. Yeah. On the way, certainly. Yeah. And also too is remember everyone, we're getting 100 more vault slots once the final shape comes out, so go ahead and just farm away. Now's the time. Sorry, Kelsey, were you going to say some more? Yeah, we also just Die want to schönen make sure people weren't Vault completely at slots. the mercy of RNG when it comes to getting these limited edition variants. So if you log in, you do those quests at our site, you can get one guaranteed copy of a limited edition of each weapon with that curated role. Yeah.
see. We're getting, again, I think, obviously, Tom is here in the heat of battle, so to speak. But the origin trait, we just got another question about, actually. So for the folks at home, it's Indomitability, or? Yes. Thank you. All right. And that one, can you, again, walk through that origin trait for us one more time? Yeah, so on Final Blows, it grants you grenade energy if you're running a light subclass. Here we go. We got it on screen. Yeah, there we go. So yeah, which would be Arc Void or Solo, or melee energy if you're running a Darkness subclass. Which would be Oh, Mann. Got it. Okay. So I can go in there's a Stasis Man and just throw all the shurikens I possibly have. Yeah. There's a more technical name for that. I'm sorry. Hey, selbst wenn das nur 1% ist oder so. All right, let's see here. And also, too, actually, you know, we talked kind of at the beginning about what it was like to sort of pare down this list of weapons down to 12. Can you tell us a little bit about that process? I can't imagine it was anywhere near as simple. 12 is a really small number when you're looking at that set of weapons. And if we'd gone by lists on the internet or even internally. Ja, John, alle Waffen kannst du da erspielen. Die kommen ins Spiel und bleiben im Spiel. There were a lot that could easily have made the cut, but we just couldn't fit them in. That's fair. I mean, honestly, though, between Midnight Coup and Luna's Howl, like a very, very solid cast to go ahead and come out of the gate here with. Oh, yeah. Yeah. Yeah, they're really strong. And we definitely wanted to get that Genau, am 9.4. across the first few years of Destiny 2 as well. Yeah, honestly. And also, too, is even, you know, recalling all the way back to the Black Armory. You know, that's, I think, a set of weapons that so many of us think back to so fondly. You know, again, I think one of the goals here was to go ahead and retain that original feel. You know, you guys went ahead and added in a bunch of new perks. Can you tell us what that process was like in terms of making sure those perks matched up with that feel of the weapon? Yeah, and in cases where we have multiple weapons in the same archetype shipping, so we've got 2 pulse rifles, 2 hand cannons, we assigned those to different designers and like made sure that the roles that they occupy in the sandbox were sufficiently different. We also would look at the most popular roles that the weapons had originally and make sure that those still appear on the weapons. It meant having to redesign some perks, which would be too strong in today's sandbox. Yeah. That kind of thing. But yeah, and then introducing, like when you go and you look at a blast furnace in your vault or something, you're like, man, I wish I could roll X perk that came out after that, right? Like, and made sure we put a few of those in there as well. Yeah, and there's also Das ist das Spezialding von der Gjallarhorn-Edition sozusagen. Yeah, there's in this build, it's called Last Stand. The shipping name is different. Yeah. But yeah, that's a pretty sweet perk. If we could bring up the description of that when Tom is out of danger. Which weapon is that? There was one. It was on Blast Furnace, I think. Yeah. Let me get a shot. Oh, there we go. All right, well, we'll let him defend himself briefly. But we do have a couple questions from chat as well. So there's one that asks, Flo's Knuckles, I believe. There we go. Can we grind Onslaught multiple times for multiple drops? I'm assuming this is just go ahead and dive on in and grind to your heart's content. Yes, you'll be getting weapons every run. You'll also be getting currency from Shaxx that you can bring back and you can throw in that chest that I showed you, so you can just keep opening that chest. Just keep going. Dive on in, honestly. Yeah, go ahead and chase that roll, whatever you want. Also, too, one more quick question from chat. Mega125358, pardon me, Mega, asks, can you take the limited edition ornament off and put it on another copy of the weapon, or is it just on that one weapon? So you can remove it, you can't put it on something else. Cool. It's locked to the weapon that it dropped on. Makes sense, yeah. I mean, honestly, when it looks that good, you just gotta go ahead and stick with what you got, you know? Yeah, if players have a favorite shader that they want to put on a weapon, they can remove it and put the shader on. Yeah, that's true. Can't shade the ornament. You can go ahead and photo finish it up to your heart's content, obviously, that opportunity. Or super black, obviously, when the time arrives. Super Black, ja. So, Tom, what are you running right now? I've just been hopping around with all the weapons here. Now I've got Blast Furnace and LC's rifle on. I know double primary isn't always meta, but we're going to make it meta for the sake of this. They're both pretty solid weapons. For purposes of illustration. No, and here's that new perk that you both were talking about, Last Stand. On again, reminder, this Blast name Furnace. will be changing in the live version. Yep. Yeah, so weapon final blows grant bonus damage. Melee and grenade final blows grant a larger damage bonus that can stack. So once you get this perk really rolling, it's very strong. Yeah. You can sustain it. Nice way to go ahead and clear out a bunch of red bars and then take down that yellow bar with ease if you go ahead and do everything correctly. Yeah, it ties nicely into the origin trait as well, because the origin trait grants you energy for your abilities, and then you get bonus damage for getting ability final blows. Yeah, really creates that loop, honestly. You just become the self-fulfilling prophecy of death at that point, which as a Guardian is never a bad place to find yourself, frankly. Die Hammerhead gibt's auch, ja.
I know we touched obviously on Chris's personal favorite being Blast Burtis. Kelsey, was there anything when you saw this land back on the list of the Brave Arsenal where you were like, finally, that one's back? I was real excited about Luna's Howl. I mean, that's just smart, honestly. That just makes sense. Tom, how about you? Is there anything in particular that obviously having taken such a big hand in helping design and sort of define all this stuff, what are your favorite weapons and roles that have come out of this? I'm pretty basic, pretty easy. I really am excited about Recluse and Mountaintop. Yeah. Like I just love that combo of being able to like get in close with an SMG and get the damage perk going and feeling really powerful, then being able to switch to the grenade launcher and fire off some like little mini rockets and be able to play around with getting a little more airborne is just like, it's just fun. I can already imagine some Strand Hunter doing that above me and then immediately diving on top of me in the Crucible. And I look forward to like, not accidentally blowing myself up, but it's a lot harder to do now. Like I remember with Mountaintop back in the day, I would just like shoot my feet on purpose. Es dürfte kein Update heute kommen. It was usually like an instant death, and so you can really get a lot more up close and personal. Also kein Inhaltsupdate. Fit nicely into a lot of builds. Honestly, I can already see a Tommy's Matchbook build with that. Just floating up there, and this guy is a Warlock just murdering everyone. But that is to say, now there's an opportunity for more than just Warlocks to be the floating weapon platforms out there in the game. Yeah. I know, Kelsey, I'm sorry. we can share. Yes. We can share the abilities. Particularly with the redesign of Manticore, there's a fun strategy. I don't know how super effective it is, but like Mountaintop to launch yourself way up into the air. Yeah. Switch over to Manticore. Yeah. You can just hover around. Just seems like a fever dream I had one time, honestly. Also, too, for the folks at home that may not have seen the Manticore kind of redesign, can you tell us a little bit, too, about how the intrinsic perk on that works now? Yeah, so it's the base functionality, the way you use the weapon is fairly similar. We've tightened up its activation, so it will no longer activate if you're running downstairs and that kind of thing, which is pretty irritating. You can also just deactivate it by holding reload, and it will do that quick special reload animation. Oh, very nice. Before you have to wait for it to expire or like switch off the weapon. Yeah. And then the catalyst, instead of just giving you damage resistance, now gives you a void overshield, which of course also gives you damage resistance, but can tie into void builds in a pretty synergistic way. Very nice, honestly. Yeah, between that, Devour, the whole nine, obviously, there's going to be a lot of mobile weapon. Survivability is wild. It also decreases enemy accuracy against you, similar to the Always On Time Sparrow. So you've got a ton more like damage resistance, you've got an overshield, and enemies are missing you all the time. So it's combined with being able to launch yourself up into the air easily. So ist es, Poli, ja. That's also, too, actually, we got a question from chat that is, what's the difference between the new perk and Golden Tricorn? They sound pretty similar. They do have kind of similar functionality. The big one is that the Golden Tricorn bonus is large, but doesn't stack once you get it. So the uptime on the new perk, whose name I can't remember. Yep. It's not in this book. We changed it. Is that the uptime is higher? Excellent. Okay, makes sense. Also, we got another chat as well. Chat question, pardon me, I should say. Will the weapon ornaments for Luna's Howl and the Recluse be equipable for the new versions of those weapons? Yes, they will. Oh, awesome. Both for the base versions and for the variants, you can equip. Okay, das ist cool. That you've got. Die alten Ornamente kann man nutzen für Lunas Geheul und Co. Later in the season, Yeah. in the Bright Dust Storm. For anyone out there that might go ahead and check through the databases, they might have noticed something potentially. Yep. Yeah, we can't say yes or no, but maybe. Firm maybe, certainly. Alter, schieß. Wieso schießt er eigentlich immer auf die Beine? Könnt ihr mir das erklären? Tom, I gotta say, it seems like you're making some pretty good quick work of these lost sectors. Oh Played Mann. them before. Maybe once or twice, potentially? You never know. I did work on EDZ. It's been a while, though. So Tom, actually also too is, as you've kind of been helping sort of build a lot of what Into the Light is going to be, what was the role that these weapons played? Like why is Shaxx choosing now to go ahead and re-equip us with this? Ich habe das Gefühl, er muss sich bemühen, nicht zu sterben beim einfachen Lost Sector ohne Legendary oder sonst was. And now in this kind of dire time with our backs against the wall, we Die armen Mächte. kind of set aside those conventions and really take every advantage we can in the fight against the Witness. And
and kind of like, having players in this moment, with Into the Light, it's a great time to hop in and play if you haven't been playing, or if you want to catch up, and we're going to give you the weapons you need to be ready for the final shape. Like, as long as you show up every week, you do the work, you're going to get like an incredible arsenal. Yeah, particularly if you had been like looking at some of the meta heavy grenade launchers. You can just walk in and get edge transit and like be like. Ich entstaub meine leere Bilds nochmal. And also too, I just got word from back at home that also Noah is apparently back at home after last week's stream in chat, cheering everyone on. So if everyone out there wants to give him a quick yeah, great in chat, now's the time. He's listening. Okay. Alrighty. I really like auto-loading hoster on a mountaintop. Oh yeah. I've got a Fighting Lion, Pardon Our Dust loadout that obviously hinges pretty heavily on auto-loading holster because I never want to stop shooting any grenades. I'm one of those. I'm sorry, everyone. We're getting some love for Noah in the chat. All right, love to see it. So also too, actually, over the course of developing kind of this new reward structure, was there anything about it where you're like, all right, this is the moment, like Onslaught is set up just right. Like, what was it like kind of building this structure for players to go ahead and just reinvest in, I guess? Yeah. I think when we finally got the loot explosion going, Yeah. there's this whole conversation and how we want it to feel when you open the chest and all this stuff, and all these people working together doing tech stuff to make sure it all worked great and everyone doing their part, and then finally getting in there and just running through and seeing everything just like I guess all of your work just like flying through the air and space was just really satisfying, and it really felt like it was coming together. I'm also really partial to when we start getting more icons and world art coming in. The space really started to feel tangible. When Shaxx finally had the guns in his hands and all the hollow Shaxxes for a while, they're just like this, Did you guys have that vision of the hollow Shaxxes like right away? You were like, this is how we want it to be, or was it just, what was the evolution of that space like when you guys were building it? It was really fun working with world art and all this stuff. We had a bunch of people in the room, everyone who's dedicated to the space in some capacity, and we were just brainstorming together and laughing and coming up with all these fun ideas. So it was a huge collaborative process, and I think that's what's so magical about working in games, is you get to work with all these people who know all these things that you don't, and make something so cool and awesome. Yeah. Actually, also too, we got one more quick question from chat that caught my eye. Is the Master of Arms perk as powerful as before? No, it's had to be toned down a little bit. Fair, yeah. Yeah, it's still very strong. But yeah, that original version is pretty wild. Kind of in a league of its own, certainly. All right, Tom. So what's your what's your strat right now? Is it basically just Old West? 2 Wochen noch. I mean, I haven't had a chance to play with all these guns either, so I'm just having fun over here. Like, you can do your stream over there. I'm just gonna play with Midnight Coup here, which just it just feels so snappy and crispy. Like, I just gotta point it in the right direction, and it does a lot of the work. Explosive rounds and kinetic tremors. Is that what it has? Or? Yeah, that's right. Like, you can just you don't even really need to be that accurate, I guess, with this roll. I can just kind of shoot around enemies. And make them dance like in the Old West. Pretty sure this is still the highest aim assist of any legendary hand cannon in the game too. Oh, is that so? Okay. Yeah. What are some roles, by the way? So obviously, I think they each Am have different PvP and PvE flavors. But 9.4. in the PvE trenches, are there any roles in particular with this new kind of set of perks that you were really caught off guard by or surprised by? I mean, Firefly Kinetic Tremors is really, really strong. I think. Aber ich bin gespannt, was sie nächste Woche zeigen. Ich meine, wir haben jetzt den Modus gesehen, wir haben jetzt die Waffen gesehen und den Social Space. Betonung liegt auf Social. Habt ihr eine Idee, was sie da machen könnten im nächsten Stream? Yeah. The burst damage potential is wild. And also too, actually, another question from chat. Oh ja, stimmt. Rolls on the weapon. Das wäre wahrscheinlich kommt die Whisper, ja. For them to drop with double perks in each column, regardless. There is always a chance. Those are the limited edition variants. Yeah. Yeah. And also too, just a quick reminder is the quests from Shaxx, or from our site rather. Those ones have a higher chance of giving you one of the limited edition variants, or. Those give you the curated ones, right? Yes, those are the curated ones. So pretty much that's a guarantee that you can get them. But
anytime you get a brave weapon, there's a chance that it will have the double perks and the awesome appearance on it. So Very cool. that was actually a really fun thing once it kind of got that implemented. Playing through the first time, you just Nein, naturally nein, got nein. one. Yeah. Like, if Die you werden play keinen this, neuen Turm vorstellen. I got one. I got Yeah. a limited edition one. It's just a really fun, It's fun kind of feeling. even just that excitement of like when you're out there doing a dungeon. Es wird auch keinen cases, Pass and geben, you're glaube checking ich. through all the guns that are sitting in your mailbox, and you're just like, oh, that initial set of rolls is pretty cool, and then you click in and you're like, wait, I can curate this to exactly what I want it to be. Ich glaube nicht, dass wir neue Exos kriegen. Also, wenn Sie neue Exos bei dem kostenlosen Update machen, dann bin ich beeindruckt. Aber das glaube ich nicht. Und ja, Grauklau, das ist die Luna. Luna kommt zurück. See, we have the experts here, obviously. All right, Tom, what's next on the list? Which lost sector is going to wilt against your powers? I think I'm gonna go and I don't know what it's called, but it's on top of the rocks here. Kann ich auch nicht sagen, Is that Freestyle. where it's at? I'm trying to remember. So you just go ahead and drop on down in. Oh, there it is. Yeah, there we Hast go. du dich direkt an Bungie gewendet? In einem Support oder so? Oder im Can't Forum? actually full damage anymore. It's true. Who could possibly do that? That's what we have the mountaintop to do, or to use for rather to get those kills on ourselves. Oh, wrong way. This is the right way. And actually, also too, so a lot of questions in chat about the pools of perks that are going to be available, the weapons that are going to be available. You and your team over on the weapons team have also gone ahead and authored a blog that will be hitting Bungie.net tomorrow, I believe. Yeah, that's going to list out all of the weapons and all of the perks that can appear on them. So Oh, no nice. mystery about the perk pools as of tomorrow. Yeah, excellent. So there will be plenty of opportunities for all the build crafters out there to go ahead and go nuts and kind of imagine their most exciting opportunities, really. Actually, so also too, we've talked a lot about the Brave Arsenal. Let's go ahead and touch on the parade set again. What was kind of the inspiration behind that set and kind of bringing it forward now? This is kind of like a first full circle moment, rather, that I know Tom was mentioning. But why is Shaxx choosing now to equip us with this armor set? I frankly wasn't as involved in those kind of conversations. No, it's okay. It was actually really Here we go. fun. Look beautiful. Kind of waiting to see how we're gonna end up looking in the end, because we weren't really sure right away which armor set we were getting, and Here we go. So excited to see him in the chest. Yeah, it was. I think honestly that first look at them in the key art. Obviously there was an initial glimpse, and it's weird because even as good as they looked, they were almost like everyone was just immediately captivated by Onslaught, immediately captivated by like, is that Blast Furnace in that Warlock's hands? Who knows? If you're trying to bring back players' favorites, like there is so much nostalgia for that parade armor set. Yeah. Like, bringing that back. Tim Neuendorf, mehr geht's ja gar nicht. Das ist ein kostenloses Update, was uns einfach nochmal die Wartezeit versüßen soll und uns auf Final Shape vorbereitet, dass wir entsprechend mit guten Waffen ausgestattet sind. Looks very cool when you break it out of containment. Mehr soll's nicht machen. Won't say much. Das ist ja kein DLC, keine Season, einfach nur Bonus. So let's go ahead and take one more quick run through. So is there anything else actually? So I know we've had a chance to walk through the Brave Arsenal. Tom, in particular on your side, we've gone ahead and kind of gone around the horn over here. Is there anything about this kind of new set of weapons and sort of the role they play and into the light that's got you excited about kind of the overall sandbox now that we're going to have available to us? I'm really excited about a lot of these weapons are they're not god rolls, but they're pretty close to it. Like if you show up every week and you do the weekly quest, you're going to get something that is really pretty powerful. Yeah. And it's going to be like, for example, just looking at like the Hammerhead here, it's got Rampage and Killing Tally on it. That's just incredible. Never stops like for PvE, it just never stops firing, right? Yeah. Like, and then you're also increasing damage every time you take an enemy out, which is cool. And like I could look at each one of these weapons too, and they like I think we might have glossed over it earlier, but the Edge Transit with Cascade Point, like you get a kill and then you can dump the whole mag in like 2 or 3 seconds, which is really powerful. And I think people are going to find a lot of great synergies between these weapons. Like I was even like Mountaintop, Recluse, and Cascade Edge Transit felt great. Like I could like use the SMG while my Mountaintop is reloading, and then like getting kills with those activates Cascade Point, and I could swap over and dump the mag for Edge Transit. And like I could see similar things with Hammerhead and Forbearance, or with Elsie's Rifle. Yeah. And then like there's also just some
some classic weapons here that I really miss. That I'm really excited for Blast Furnace to be back, and I'm excited to see what it does to the meta with these being like relevant in the power game again and being something that is accessible to players new and old. Yeah. Someone who spends a lot of time in the Crucible, I'm terrified already. Proctor, thank you very much for all the hard work on that. See you and yours, obviously. All right, so I think we're probably getting to a point now. We've gone ahead and checked out the rewards. We've checked out the new social space. We've checked out the Brave Arsenal. It's probably about time for us to go ahead and start wrapping things up here. Mr. Tom Farnsworth, when you get an opportunity, feel free to go ahead and rejoin us. Relinquish your hold from the throne world, obviously. This is so fast. Your jump ship was right in orbit, wasn't it? Right here. I hear it's lovely this time of year out there in the throne world. Yeah, I mean, everyone's Noah and Kelsey have been keeping it warm for me in there. That's true. All right, fair enough. Yeah, and again, we can use some sword logic later to expand it when the time comes. But for right now, we've gone ahead and done our job. Well, for starters, thank you all so much for taking time to join us to talk us through, obviously, the Home Champions, talk us through the Brave Arsenal, through everything with Into the Light. It's been a great show. So thank you guys, for starters, for taking the time to join us today. Thank you so much. Yeah, my pleasure. Yeah, thanks. Absolutely. And also, too, as a quick reminder, again, to everyone, we'll be back next week, the same Bungie time, same Bungie place, to have another live stream about everything, or some more stuff coming with Destiny 2 Into the Light, including some exotic mission, some exotic mission content and the craftable weapons that'll be available to them. Chat, I saw you mentioning some stuff about that potentially, so come back next week. Also, we'll be going to go ahead and walk through the PvP map pack as well. So if you want to see everything that's going to be coming in those 3 maps, next week will be your time. And there might be a few more additional surprises that we'll have in store for you. Okay. Never know. But, and also to the final thing It's we're going to go ahead and make sure PvP to close map with pack. is, as a quick reminder, of course, with the arrival of the final shape, you'll be able to get 100 more slots in your Interessant. vault. As you can go ahead and see here on camera, we put to good use ourselves. We had some edge transit rolls. We knew that this was the time and place to go ahead and slot them in there. Sehr cool. So we now have those, thankfully, in safekeeping now for the arrival of the Witness. Ready. Never hurts. All right, everyone. Well, thank you all so much for taking the time to join us today. We'll see you back here next week at the same Bungie time, same Bungie place. But in the meantime, take care of yourselves, take care of each other, and we'll see you all Starside. Okay, also. So, Leute. Für alle, die das Emblem haben wollen oder die beiden Embleme, schaut den Stream einfach weiter oder lasst ihn weiter laufen, auch wenn nichts mehr gezeigt wird. Sie lassen den Stream anscheinend noch ein bisschen, ja, an sozusagen. Wieso? Du warst doch sauer wegen dem guten Social Space, Rox. Kann ich nicht verstehen. So, also, jetzt muss ich mal ganz kurz... Chat, kurze Frage. Was sagt ihr jetzt dazu, was wir gerade gesehen haben? Ja, also ich sag's mal, wie es ist. Es ist ein verdammt nochmal kostenloses Update. Für ein kostenloses Update kriegen wir da echt richtig beliebte Sachen zurück, auf die wir uns, ja, viele von uns vermisst haben. Und die, glaube ich, sehr gut in die Sandbox passen, die jetzt nicht mehr so OP sind, wie sie es früher waren, aber die wahrscheinlich, ja, uns echt nochmal ein richtig krasses Arsenal geben, oder Arsenal für Final Shape. Also, wie gesagt, wenn wir da die Waffen hier farmen, dann brauchen wir, glaube ich, keine andere Waffe mehr aus dem Spiel. Das sind schon heftige Rolls, starke Waffen. Ja. Du hast nichts besonders gesehen. Ist es dein Ernst, Ace? Du hast nicht die Mountaintop gesehen? Du hast nicht die Hammerhead gesehen? What? Genau, es ist halt kostenlos. Es ist, ganz ehrlich, es machen auch nicht viele Entwickler, muss man schon sagen. Ich meine, die hätten auch sagen können, hey,
Ihr kriegt im Mai eure PvP-Maps und gut ist. Aber sie haben uns noch mehr gegeben. Ich finde es okay. Vom Power-Level her. Wieso? Holt ihr die neue? Luna, ja. Ja, okay. Mega cool. Also wie gesagt, ich freue mich drauf. Übrigens, Kutzi Cash, vielen Dank für deinen Follow, gell? Den habe ich vorhin nicht erwähnt. Zu spät gesehen. Aber jetzt. Vielen Dank, gell? Ob ich zu... Ich finde nicht, dass zu viel Recycling ist. Ich habe genau das erwartet. Ich habe erwartet, dass wir alte Waffen wiederbekommen. Alte Waffen, die uns Spaß machen. Alte Waffen, die richtig gut sind. Es ist kostenlos. Und wir haben ja in Anführungszeichen einen neuen Modus. Das heißt, da können wir ein bisschen Abwechslung haben. Von dem her bin ich zufrieden. Und wie gesagt, jetzt vielleicht gibt es noch die ein oder andere kleinere Überraschung, nichts Großes. Ich meine, Bungie hat uns angekündigt, dass sie ein kleines Update machen. Ich persönlich finde, dass wir hier, ja, dass es mehr als ein kleines Update ist. Es sind doch einiges an Waffen, die wir hier kriegen. Wiederkriegen, nicht neue Waffen, wiederkriegen. Und der Social Space, ja, der Raum sieht gut aus. Ich freue mich drauf, ja, wirklich. Ich freue mich drauf. Da habe ich noch mal ein paar Wochen was zu tun, um die Rolls zu bekommen, die ich haben möchte. Und dann im Mai noch mal ein bisschen PvP und dann heißt es ab die Post Final Shape. Mal gucken. Der Final Shape Stream kommt ja übrigens auch noch im April. Da bin ich auch sehr gespannt, gell? Das stimmt. Xeresal sagt auch, das 30-Jahr Anniversary war schon ein bisschen mehr Inhalt. Es gab ja auch die ein oder andere Exo. Aber grundsätzlich ist es schon okay. Ja. Kann ich jetzt nichts dazu sagen, Donik. Also, ich habe bei mir immer PlayStation Plus aktiv, weil ich halt einfach das brauche für die Spiele, die ich online spiele. Das ist leider auf Konsolen halt so. Warum das auf Konsolen so ist, weiß ich nicht, aber ob das jetzt ein Bungie-Problem ist oder nicht, keine Ahnung. Okay, also, Leute, ich werde jetzt dann zum Abendessen gehen. Ich wünsche euch viel Spaß in Destiny und ich werde Donnerstagabend wieder streamen. Wahrscheinlich Dragon's Dogma, aber nochmal Dragon's Dogma. Ich muss da noch ein bisschen was erspielen. Aber ab April geht dann auf jeden Fall Destiny wieder Priorität. Ja, also, macht's gut. Schönen Abend euch noch. Schön, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank. Oh, danke, El Papi, für die Info. Dann brauche ich nicht rein. Also, ciao, Leute.